Warum sehen PS1-Spiele bis heute so einzigartig aus? Dieses unverwechselbare Wackeln, Flimmern und Aufpoppen von Texturen. Es ist ein Look, den man mit keiner anderen Konsole verwechselt. Und doch waren diese visuellen Fehler nicht nur beabsichtigt und notwendig, sondern haben die Spiele der Ära auf faszinierende Weise geprägt. Heute tauchen wir tief in die Hardware-Architektur ein, um die Wahrheit hinter dem ikonischen Look der PlayStation 1 zu enthüllen. Der Ursprung von PlayStations ikonischer Grafik liegt in der Hardware begründet. Um nicht zu technisch zu werden, konzentrieren wir uns auf 4 zentrale Elemente dieser: die CPU, die GPU, die GTE und den Framebuffer. Die CPU oder Central Processing Unit ist verantwortlich für die Verarbeitung von Gamecode, künstlicher Intelligenz, simulierter Physik, dem Spielerinput, dem Verwalten des Speichers und dem Organisieren der Arbeit anderer Hardware-Elemente, wie der GPU. Die Graphics Processing Unit ist verantwortlich für den grafischen Output. Sie kann Drei- und Rechtecke zeichnen, Linien, Punkte oder Sprites in 2D. Für die dritte Dimension kommt der Framebuffer ins Spiel. Ein Teil des VRAM-Speichers der Konsole, in der eine Videospielszene zusammenkommt, bevor sie an den Fernseher gesendet wird. Wenn eine Spielszene zusammengesetzt werden soll, sendet das Spiel also Kommandos an die CPU, um die Szene mit Hilfe von Primitiven zusammenzustellen. Primitive sind in diesem Fall die grundlegenden Bausteine der Computergrafik, zum Beispiel Punkte, Linien oder Dreiecke, definiert durch Eckpunkte, Positionen und Farben. Um nun aber die 2D-Limitierung der GPU auszugleichen und letztlich doch ein vollumfängliches dreidimensionales Spiel zu bekommen, benötigen wir den Framebuffer. Hier legt die CPU die fürs aktuelle Bild zusammengestellten Daten in einem Prozess ab, der sich Ordering Table nennt oder zu Deutsch Bestelltabelle. Um ein 3D-Bild zu erzeugen, muss die CPU der GPU nämlich mitteilen, in welcher Reihenfolge die Objekte gezeichnet werden sollen, um die gewünschte Tiefe und Sichtbarkeit zu kreieren. Das ist zwingend notwendig, weil die PlayStation im Vergleich zum N64 keinen Z-Buffer besitzt, der eigentlich essentiell für jede 3D-Grafik-Hardware ist. Denn wie stellt man eine 3D-Szene in 2D dar? Du fängst hinten an, zeichnest Himmel und ferne Hintergrundelemente, dann die näheren und schließlich den Vordergrund. Das erzeugt die Illusion von Perspektive und Tiefe. In einer 3D-Umgebung bestimmen die X- und Y-Koordinaten die Position eines Objekts, während die Z-Koordinate die Tiefe bestimmt oder die Entfernung zur Kamera, wenn du so willst. Sogenannte versteckte Flächen dürfen dabei nicht ausgefüllt sein. In dieser Szene existiert beispielsweise ein Hydrant am Straßenrand. Wenn nun aber ein Auto davor parkt, wird es zu einer versteckten Fläche, die zwar existiert, aber nicht sichtbar sein darf. Die CPU muss das Objekt Auto also nach dem Hydranten in seiner Tabelle platzieren, damit die GPU Vorder- und Hintergrund richtig zeichnet. Der Z-Buffer hingegen ist wie eine Tiefenkarte für die Pixel, der ihnen nicht nur die Zuordnung einer Farbe ermöglicht, sondern auch eine Entfernung. Dieser Pixel gehört also beispielsweise einem 5 Meter entfernten Objekt. Wenn derselbe Pixel nun mit einem anderen Objekt überschrieben werden soll, sich das aber 10 Meter entfernt befindet, entscheidet der Z-Buffer, dass es ja verdeckt sein muss und nicht angezeigt wird. Andersherum lässt er eine Überschreibung natürlich zu, wenn das neue Objekt näher als 5 Meter steht. Diese essentiellen Z-Koordinaten werden auf der PS1 aber nicht an die GPU weitergegeben, wodurch die Entfernung von verschiedenen Oberflächen nicht von der Hardware abgedeckt werden kann. Was also nicht die Hardware erledigen kann, muss die Software übernehmen und diese Arbeit fällt entsprechend den Entwicklern zu. Durch so einen simulierten Z-Buffer ist die Sortierung in Form einer Bestelltabelle erst möglich und die GPU kann alle Objekte rendern, während sie die entfernteren, hinter vordergründigen Polygonen versteckt. Wie auch in der PlayStation Tech-Demo mit dem T-Rex, dessen hinteres Bein ordnungsgemäß nicht zu sehen ist, dessen vorderes Bein dafür immer wieder mit dem Körper kollidiert aufgrund eines fehlenden Z-Buffers. Damit sind die Probleme aber noch nicht gebannt, denn auf jedes Polygon müssen auch Texturen angewandt werden und die wiederum benötigen genaue Tiefenkoordinaten. Wie wir gelernt haben, stehen diese der GPU aber nicht zur Verfügung, weshalb sie mit dem sogenannten Affine Texture Mapping arbeitet.
Texture Mapping an sich bezeichnet das Auftragen von Texturen auf die nackten Polygone, wie das Bild von Ziegeln auf einer Wand, gewissermaßen eine Tapete. Nun ist die Darstellung dieser Tapete von der Kameraperspektive abhängig. Stehst du genau im rechten Winkel davor, sieht alles aus wie vorgesehen. Dreht man sich nun aber, um die Wand schräg zu betrachten, müsste die Tapete wie im richtigen Leben perspektivisch gestaucht werden. Das wäre perspektivisch korrektes Mapping. Die PS1 hingegen nutzt die Abkürzung namens Affine Texture Mapping und verzerrt und dehnt die Fläche lediglich, was nicht immer zu einer korrekten dargestellten Perspektive führt. Dadurch hatten viele PS1-Spieler immer das Gefühl, als würden die Wände atmen und lebendig sein, während sich die Linien verkrümmten, denn die Verzerrung führt zu sogenanntem Wobble oder Texture Warping, einem der ikonischsten Merkmale der PS1-Grafik. Stell dir vor, du hast ein kariertes Blatt Papier, die Textur, und legst es auf eine Tischplatte, das Polygon. Wenn du direkt von oben drauf schaust, sieht alles korrekt aus. Wenn du den Tisch aber schräg von der Seite anschaust, müsste das Karo-Muster nach hinten hin kleiner wirken. Auf der PS1 bleibt das Karo-Muster aber überall gleich groß. Die PlayStation setzt zwar die Eckpunkte des Papiers korrekt, berechnet dabei aber keine Perspektive, was in einer Grafik wie jener in Tomb Raider oder Final Fantasy VII resultiert. Man konnte dem groben Erscheinungsbild in gewissem Maße entgegenwirken, indem man die Polygone in kleinere Dreiecke unterteilte, doch oftmals verzichtete man darauf, diese zusätzliche Rechenleistung zu opfern für etwas, das für eine Szene so wenig relevant war wie Wände, Böden oder Decken. Bei Need for Speed teilten die Entwickler Polygone, die nahe an der Kamera waren, in kleinere Stücke auf, um die Texturen stabiler wirken zu lassen. Aber jedes zusätzliche Dreieck musste die PS1 berechnen, also suchten sie das optimale Gleichgewicht zwischen schöner Textur und flüssiger Bildrate. Rennspiele der PS1-Ära stellten lange Fahrbahnen dar, die sich schnell unter dem Spieler wegbewegen mussten. Um die Geschwindigkeit zu halten, nutzten Entwickler bewusst wenige Polygone, die sich sehr weit strecken ließen. Je größer das Polygon, desto offensichtlicher der Warping-Effekt, speziell auf langen Geraden. Ein vermeintlicher Nachteil, der zum Vorteil wurde, denn durch das Verzerren der Bodentexturen entstand der Eindruck von noch höherer Geschwindigkeit. Gerade bei Linien oder Pfeilen auf der Straße. Eine weitere Limitierung der PlayStation-Konsole war das fehlende MIP-Mapping. Bei diesem Prozess erstellt man schrumpfende Kopien derselben Textur für unterschiedliche Entfernungen. So erscheint eine Wand direkt vor dir groß, scharf und voller Details, während sie mit zunehmender Entfernung nicht nur kleiner wird, sondern auch an Details verliert. Das MIP-Mapping wählt je nach Entfernung die passend vorbereitete Version der Textur aus und schafft so ein ruhigeres, realistischeres Bild. Außerdem kommt das auch der Leistung zugute, denn die kleineren Texturversionen brauchen weniger Platz und können direkt im schnellsten Zwischenspeicher der Hardware liegen, dem sogenannten Cache. Das ist wie eine kleine Werkzeugkiste direkt neben dem Arbeitsplatz. Alles, was man dort hineinlegt, ist sofort griffbereit. Der PlayStation stand MIP-Mapping nicht zur Verfügung, was bedeutete, dass Objekte sich unabhängig der Entfernung derselben hochauflösenden Textur bedienten. Aus der Ferne betrachtet werden so mehr Bildpunkte zusammengedrückt, als der Bildschirm darstellen kann. Das führt zu einem altbekannten Flimmern und Pixelmatsch, besonders wenn man sich bewegt. Was nicht heißen soll, dass das MIP-Mapping das Nonplusultra war, wie man deutlich auf dem Nintendo 64 sehen konnte. Die geringer aufgelösten Texturen erschienen oftmals sehr verschwommen, wofür viele Spiele der Konsole kritisiert wurden. Ähnlich hierzu unterscheiden sich die beiden Konsolen auch noch in ihren Texturfiltern. Die Textur eines 3D-Objekts besteht aus kleinen Punkten, Texture Elements oder einfach Texels genannt. Die Konsole muss diese Texels auf das Raster der zur Verfügung stehenden Bildschirmpixel legen. Im Falle der PlayStation auf eine Fläche von 320 x 240 Pixeln. Auf dem N64 wurden Pixel dabei geglättet, was Texturen weicher und verschwommener erscheinen lässt. Die PlayStation hingegen arbeitet mit dem Nearest Neighbor Prinzip. Jeder Bildschirmpixel übernimmt einfach die Farbe des nächstgelegenen Texels. Wenn die Textur auf einem großen Polygon nah an der Kamera angezeigt wird, erkennt man die einzelnen Texel als Quadrate. Bewegt sich die Kamera oder das Objekt leicht, springen die Farben von Pixel zu Pixel, statt sanft zu gleiten. Ein weiteres Problem, das eigentlich erst mit modernen HD-Fernsehern zum Problem wurde, ist das sogenannte Dithering, zu Deutsch Zittern. Auf einem Standard-Röhrenfernseher mit Composite-Signal waren die zitternden Pixel quasi gar nicht sichtbar und erzeugten sogar ein ziemlich
ziemlich gutes, klares Bild von PlayStation Software. Schließt man die Konsole nun aber an zeitgemäße Fernseher an, sind viele Spiele nicht mehr sonderlich ansehnlich und größtenteils extremst verpixelt. So verpixelt, dass auch ein Upscaling zur Verbesserung der Bildqualität nur bedingt helfen kann. Dithering bezeichnet die Darstellung eines Musters zwischen zwei Farben, um die Illusion einer dritten dazwischenliegenden Farbe zu erzeugen. Kein alleiniges Phänomen der PlayStation, da dieser Trick bereits zu den 8-Bit-Zeiten zurückreicht. Besonders gut konnte man es damals in den Standbildern von C64 Ladebildschirmen erkennen oder in Gameboy-Spielen wie Race Driving, wo es die Bewegung auf der Straße simulierte. Sierra Adventure Games wie King's Quest V erschienen in einer VGA-Version mit 256 Farben sowie einer EGA-Version mit lediglich 32, die Dithering nutzte, um das bestmöglich auszugleichen. Dithering kennen wir nicht nur aus der Computergrafik, auch im Druck wird es eingesetzt. Zeitungsbilder bestehen nicht aus Millionen echter Farben, sondern aus winzigen Punkten von Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz. Erst wenn man das Ganze aus einiger Entfernung betrachtet, vermischt unser Auge die Punkte zu allen möglichen Farbtönen. Obgleich der PlayStation die Darstellung von 16,7 Millionen Farben möglich war, funktionierte das in der Praxis meistens nur mit einigen hundert oder tausend gleichzeitig. Weiche Farbverläufe, zum Beispiel von einem hellen zu einem dunkleren Himmel, wurden da schon schwierig. Durch das Dithering schafft man Abhilfe, auch wenn das oftmals zu einem körnigen, gepunkteten Look führte, der aber immer noch besser aussah als Colorbanding oder Farbbänderung mit seinen abrupten Farbwechseln. Doch der PlayStation fehlte noch mehr. Eine Floating Point Unit, also eine Art Spezialrechner innerhalb der CPU, der komplexe Zahlenberechnungen besonders schnell erledigen kann und vermieden hätte, dass Polygone ohne ersichtlichen Grund wackeln und vibrieren. Mit Floating Point sind Zahlenwerte mit Nachkommastellen gemeint, die in Spielen für vielerlei Dinge verwendet werden. Die Berechnung von 3D-Koordinaten, die Drehung von Modellen oder der Kamera und Physiksimulationen. Fehlt diese FPU, muss die CPU einspringen und alles auf Umwegen berechnen, was Zeit und Leistung kostet. An der PlayStation musste man also mit Fixpunkt-Arithmetik arbeiten, bei der auf die Nachkommastellen verzichtet wurde und sich nur ganze Zahlen verarbeiten ließen. Diese Berechnung übernahm ein Spezialbaustein der PS1, die Geometry Transformation Engine. Die Positionen von Polygonecken, Drehung, Skalierung und perspektivische Transformation berechnet, damit die CPU entlastet und 3D-Grafiken schneller darstellbar gemacht werden. Da diese GTE nicht mit Nachkommastellen arbeitet, bleibt ein Polygon an derselben Stelle, bis sich sein Eckpunkt um einen ganzen Pixel verschoben hat. Tritt dieser Zeitpunkt ein, springt das Polygon förmlich auf seine neue Position. Das erzeugt eine weitere ikonische Eigenheit der PS1-Grafik, den Wobble- oder Flacker-Effekt, bei dem die Kanten und Texturen leicht zu wackeln scheinen, weil die Polygonbewegung stottert. Moderne GPUs nutzen diese vernachlässigenden Nachkommastellen oder Subpixel, um eine flüssigere Bewegung darzustellen. Diese technische Besonderheit führte bei vielen Spielen der Ära auch zu festen Kamerawinkeln, weil die freie Kameraführung zu mehr Bewegung und im Umkehrschluss auch zu mehr Flackern führt. Das hat dann nicht nur Einfluss auf Texturen, sondern auch auf Kollisionsabfragen mit Umgebungsgegenständen oder Gegnern. Und wie ist das mit den aufpoppenden Objekten, die der begrenzten Sichtweise in PS1-Spielen geschuldet ist? Dieses Problem liegt weniger in der Konsole selbst und mehr in seinem Speichermedium begründet. Mit rund 600 MB waren die Disks der PS1 ein geradezu unvorstellbarer Sprung von den etwa 2 MB großen Spielen des Super Nintendo, dessen offizieller Nachfolger mit seinen Cartridges nur um die 10% des Speicherplatzes einer CD bieten konnte. CDs haben einen sogenannten Static Storage Space, der zwar ein Lesen ermöglicht, allerdings keine Anpassung. Man könnte Rayman's Sprite auslesen, der könnte sich aber nicht bewegen. Dafür müssen alle notwendigen Informationen zunächst in den Konsolenspeicher geladen werden. Wie schnell das passiert, wird mit der Transfergeschwindigkeit gemessen. Und hier trumpft die N64 Cartridge auf, die Informationen satte 100 Mal schneller laden kann als die PlayStation. Unterm Strich hat die PS1 also langsamen Zugriff auf viele Inhalte, wohingegen der N64 schnellen Zugriff auf wenige Inhalte hat. Das hatte auch starken Einfluss auf das Game Design und sorgte für
grundverschiedene Softwarekataloge. Ein Final Fantasy VII wäre mit seinen hunderten detaillierten Hintergrundbildern auf dem N64 niemals möglich gewesen. Ebenso wie die langen Ladezeiten des Spiels für einen Nintendo 64-Spieler undenkbar gewesen wären. Während man Final Fantasy VII und andere storygetriebene PlayStation-Spiele bewusst langsam erzählte, um auch die häufigen Spielunterbrechungen beinahe passend erscheinen zu lassen, lädt ein Super Mario 64 seine Level so schnell, dass es einem kaum etwas ausmacht, nach jedem Stern in die Oberwelt zurückzukehren oder regelmäßig zwischen den Gemälden zu wechseln, um nach Geheimnissen zu suchen. Das schnellere Laden legte den Fokus auf schnelllebige Actionspiele wie GoldenEye, Star Fox oder Banjo-Kazooie und ermöglichte sogar 4 Spieler-Sessions, während PlayStation-Spieler nur einen Freund haben durften. Dafür bestach die PS1-Bibliothek eben mit deutlich umfangreicheren Spielen wie Metal Gear Solid, Gran Turismo oder ihren JRPGs. Während der N64 seine 3D-Umgebung also schneller und weitreichender rendern kann, zeigt die PlayStation ihren Umfang auch in variierenden Soundeffekten und Texturen, um ihre Links nicht durch das Königreich von Copy and Paste schicken zu müssen. Auch wenn sie im Gegenzug weniger auf einmal rendern und dafür auch den gelegentlichen technischen Schluckauf in Kauf nehmen. Man kann nur mutmaßen, warum Sony auf all diese zunächst essentiell erscheinenden 3D-Features in ihrer Hardware verzichtet hat. Doch die offensichtlichsten sind wohl auch die wahrscheinlichsten. 299. Nicht nur wollte man mit einem Kampfpreis ins Videospielgeschäft einsteigen, weshalb man auf teure Zusatzkomponenten verzichtete, man vereinfachte die Architektur der Konsole auch so weit, dass man satte 18 Monate vor der Konkurrenz an den Start gehen konnte. Eine Taktik, die sich ohne Zweifel ausgezahlt hat. Und auch mit allem Wobble und Warping und Dithering und Flackern kann man das der PlayStation nicht einmal negativ auslegen. Ganz davon abgesehen, dass viele der Probleme auf den damaligen Endgeräten gar nicht so relevant waren, sorgten sie doch für eine Grafik, die bis heute ikonischer und wiedererkennbarer ist als die jeder anderen Konsole. Lebendig erscheinende Wände und Pinata-Sicht trugen erheblich zur Wirkung der aufkeimenden Horrorspiele bei. Ganz zu schweigen davon, wie viel Kreativität diese ganzen Limitierungen aus den Entwicklern herauskitzelten und was für nach wie vor unerreichte Meilensteine das zur Folge hatte. Eine andere Eigenart, die besonders zur PlayStation 1-Ära zur Geltung kam, war das Erscheinen von Multidisc-Games. Auch hier stecken faszinierende technische Besonderheiten und Kompromisse hinter, die ich dir in diesem Video erläutere. Liebe Grüße an meine Kanalmitglieder Retrojäger Michael, Robin, Pure German Entertainment, Nix Multi, Snake, Bibita und Dom Omlin. Vielen Dank für euren Lord-Support.